Hallo, mein Name ist Eduard. Ich bin Senior Lead Engineer und ich entwickle seit bald 20 Jahren täglich Software und heute richten wir GitHub ein. GitHub ist ein Repository, was zum Verwalten von Code und von Softwareprojekten optimiert wurde. Ähm, Heute legen wir einen Fokus auf Solo-Developer. Wir werden nicht alle Funktionen von GitHub durchgehen. Das heißt, wenn du in einem Team an einem Softwareprojekt arbeiten willst mit einem Repository, dann ist das falsche Video für dich. Heute ist der Fokus auf Solo-Developer. Auf meiner Meinung nach die wichtigsten Funktionen, die man kennen sollte. Was ist ein Repository? Was ist GitHub? GitHub ist eine Plattform zum Verwalten von Code-Repositories. Das ist sozusagen eine Cloud für deine Softwareprojekte. Was ist ein Repository? Ein Repository ist ein Projektordner, der für dich in der Cloud abgespeichert wird. Kannst auch lokal machen. In der Cloud gibt natürlich ein wenig mehr Sicherheit. Und der große Vorteil zu einem klassischen Ordner, der einfach nur in der Cloud synchronisiert wird, ist, ein Repository wird jeder Shit, wo du sagst, dieser Shit ist gut, wird protokolliert und man kann das nachvollziehbar zurückgehen zu jedem Zwischenstand. Das ist quasi wie ein Save-Button mitten beim Programmieren und man kann Wochen später noch zu genau diesem Zeitpunkt wieder zurückkehren, ohne großen Aufwand. Und warum ist es so wichtig? Einmal ist es ein Backup. Dein PC kann abbrauchen, kann geklaut werden. Dein Code, wenn du GitHub nutzt, ist in der Cloud. Eine Zeitreise. Wer kennt's nicht? Stundenlang programmiert, zufrieden gewesen und dann zerschießt man sich irgendwas. Oder heute plötzlich halluziniert dein KI-Agent und Claude macht dir funktionierende Software kaputt. Bist du da nicht froh, wenn du einfach einen Zwischenstand hast, wo du ohne Probleme einfach wieder zurückgehen kannst? Und der dritte Grund, wo ich hier aufführen will, ist, du kannst dein Portfolio zeigen. Du wirst sicherlich schon GitHub-Links gesehen haben von Entwicklern und Leute zeigen so ihr Können. Ein paar Vokabeln, die man können sollte. Ein Repo ist quasi ein Projektordner. Ein Commit ist quasi, man tut sich committen, man tut einen gewissen Stand zwischenspeichern, einen Snapshot machen, quasi einfrieren. Und dieser Commit ist unzerstörbar. An dem kann nichts mehr geändert werden. Das heißt, alle Dateien oder man kann auch teilweise Dateien in einen Commit eingeben, muss nicht alle, die sind mit einer eindeutigen ID referenziert und man kann sich die Dateien, die man in einen Commit bündeln und reingibt, quasi einen Snapshot macht, kann man jederzeit wieder zurückkehren. Wenn man seine Änderungen committed hat, tut man das Ganze pushen. Das heißt, man drückt das quasi in die Cloud, schiebt es von sich und speichert es weg. Wenn man das dann wiederholen will, macht man ein Pull. Das heißt, man zieht sich die Sachen wieder. Wenn man jetzt immer auf demselben Rechner arbeitet, dann pusht man und pusht man. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einen anderen Rechner geht, dann muss man das erstmal pullen. Oder wenn man dann im Team arbeitet, dann muss man regelmäßig die Änderungen von den Kollegen pullen und bei sich mit einarbeiten. Eine Branch ist quasi eine Verzweigung, eine Parallelisierung deines Projektes.
Es gibt immer eine Main Branch und man kann sich dann Verästelungen, Nebenkriegsschauplätze, kann man sich dann quasi Kopien vom Code für gewisse Funktionen, wenn man zum Beispiel eine Testfunktion oder was experimentieren will, dass man sich nicht den Main Branch, wo man dann noch produktiv arbeiten will, sondern in einer anderen Branch quasi zum Beispiel etwas experimentieren will. Und nur wenn man dann will, kann man dann die Experimentier-Branch dann auch auf seine Main Branch wieder ähm, draufspielen. Das nennt sich dann Mergen. Und Klonen ist das Erste, was man macht, wenn man zum Beispiel Code von irgendeinem Open Source Projekt übernimmt. Man klont sich das, man kopiert sich das auf seinen Rechner in sein Arbeitsverzeichnis. Als Solo-Entwickler, was ich Tag ein, Tag aus eigentlich mache, ist natürlich neben Code schreiben lassen, machen wir ein Git-Add, wo wir dann einzelne Änderungen quasi zwischenparken, und wenn wir dann alles geparkt haben, alles geaddet haben, es neue Dateien dazukommen, muss man die dann adden, und wenn wir dann einen Commit absetzen, dann tun wir uns verbindlich dazu beschließen, gehen wir eine gewisse Verbindlichkeit ein und tun das Ganze zusammenschnüren zu einem Snapshot, zu einem Päckchen. Und wenn wir dann fertig sind, können wir mehrere Commits oder auch nur einen dann mit einem Push in die Cloud schieben. Es gibt noch viel mehr Git-Befehle. Ich werde euch zeigen, das müsst ihr euch nicht merken, weil Claude Code das für uns machen kann. Ein paar Empfehlungen. Lieber kleine Schritte committen. Ihr werdet es mir danken. Schreibt eine Commit-Message. Auch das wird Claude für euch machen. Kontrolliert sie. Git ignore. Sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja nicht, dass unsere Passwörter und unsere teuren API-Schlüssel in der Cloud abgelegt werden. Vor allem, wenn wir das Projekt mit anderen teilen. Dann nutzen wir die Git ignore, um solche Dateien zu ignorieren. Und die werden nicht ins Repository gespielt. Das heißt, du kannst lokale Dateien in deinem Repository haben und über die Git ignore sagst du, die dürfen nicht synchronisiert werden. Das ist für lokale Einstellungen, für Secrets, für Passwörter. Ein README ist sehr empfehlenswert. Das ist quasi das Erste, was man sieht, wenn man auf das Repository kommt. Und für Experimente, für Spielereien und auch für gewisse Features, wenn man dann mit dem Ganzen mal vertraut ist, ist auch sehr zu empfehlen, mit Branches zu arbeiten. Wie schon erwähnt, Git ignore, sehr, sehr wichtig, ist ein Freund. Mediendateien, große Dateien, lokale Configs, zum Beispiel MCP-Server, die sind von Rechner zu Rechner eventuell ein bisschen anders da eingestellt. Irgendwelche persönlichen Einstellungen in der Entwicklungsumgebung, dein Bildordner mit den ganzen Compilern und so weiter, die gehören nicht ins Repository. Das sind lokale Dateien, die haben da nichts verloren. Und werden gleich sehen, wie schnell und wie einfach das ist, ein Repository zu erstellen. Und wir legen einfach direkt los. Wir gehen dazu auf GitHub. Man kann sich bei GitHub über Google anmelden. Mein Google-Profil ist schon hinterlegt. Wenn hier die Startseite von GitHub, gehen wir wieder rein. Beim Sign-up kannst du auch direkt mit Google reingehen. Ich bin schon drin, logge ich mich mit Google ein. Und wenn wir dann hier ein neues Repository anlegen, brauchen wir einen Namen, eine Beschreibung. Sehr zu empfehlen, damit du in ein paar Monaten auch noch weißt, was das für ein Projekt ist. Wir wollen das Ganze erstmal privat, dass das keiner sieht. Public heißt, die ganze Welt kann das sehen. README ist auch sehr zu empfehlen. Das ist quasi die Startseite.
Wir wollen auch eine Gitignore. Ich kann empfehlen Python, weil unsere KI-Agenten gern Python-Code schreiben. Wir brauchen keine Lizenz. Wir erstellen das Repository. Und das Einzige, was wir brauchen, um dieses Repository jetzt auf unserem Rechner zu haben, also wir können hier online arbeiten. Wir können zum Beispiel hier ein neues File machen, neues File erstellen. Oh, das hat nicht geklappt. Der Dateiname noch. Ich arbeite selten in dieser Benutzeroberfläche. Und hier können wir direkt unsere Änderungen direkt committen. Zum Committen braucht man immer eine Commit-Message. Können das Ganze committen. Und wenn wir uns dann hier das Projekt anschauen, sehen wir zum Beispiel alle Dateien. Man sieht hier die README, die noch nicht existiert, also die ist noch leer. Man kann sie zum Beispiel bearbeiten. Erster Schritt, lokal klonen. Hier sieht man die Branches. Aktuell habe ich keine, außer die Main Branch, die ist immer da. Wenn ich einen Branch machen will, kann ich einfach eine Branch erstellen. Das ist dann eine Kopie von dem Main aktuell, wenn ich eine Branch erstelle. Wenn ich mehrere Branches habe, kann ich auch aus jeder Branch auch eine neue Branch, also einen Zweig, eine Abzweigung erstellen. Ich arbeite wenig hier online, außer zum Nachschauen. Ich habe das gern lieber lokal auf meinem Rechner, zum Beispiel in Visual Studio Code. Und es gibt Git, Clone und so weiter. Das ist alles Konsolenbefehle, aber Claude Code kann Konsolenbefehle absetzen. Also wieso soll ich das machen? Deswegen sage ich: Hallo lieber Claude, kannst du mir bitte folgendes Repository klonen? Und das Einzige, was ich brauche dafür, ist eine URL auf mein Repository. Wenn ich jetzt, das ist das falsche Fenster. Ich brauche eine URL auf mein Repository. Und dann brauche ich noch eine Authentifizierung, weil es ist ja ein privates Repository. Er fragt mich jetzt, ob er das klonen darf. Und Zugriffsbeschränkung. Das ist ein privates Repository, das kann nicht jetzt einfach jeder klonen. Das heißt, GitHub will jetzt von mir wissen, ob ich überhaupt Zugriff darauf habe. Das ist ganz wichtig. Du willst ja nicht, dass jemand dein privates Repository einfach klont und da einsticht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt das Thema Token. In den Einstellungen in deinem GitHub-Account findest du einen sogenannten Personal Access Token, also deinen persönlichen Token, mit dem du Zugriff auf deinen Code hast. Was ich gern mache, ist direkt mit dem Browser, weil ich meistens sowieso eingeloggt bin. Das hat schon funktioniert. Und Claude sieht, dass Dateien sind. Und wir sehen die Datei, die wir im Browser angelegt haben. Wenn wir jetzt hier Änderungen machen, sind die erstmal nur bei uns auf dem PC. Und wenn ich dann alle meine Änderungen gemacht habe,
Dann muss ich das Ganze committen und pushen. Und lieber Claude, schreib mir bitte eine umfangreiche README für ein Demo-Projekt. Dann will ich demonstrieren, wieso die README so praktisch ist. Er fragt mich, ob er das machen darf. Er hat hier eine umfangreiche Datei erstellt. Er hat die README erstellt. Und synchronisiere mir bitte das Ganze mit meinem GitHub-Repository. Und wir müssen keine Konsolenbefehle, kein Git-Pull, kein Add. Ihr müsst euch das alles nicht merken. Ihr müsst nur Claude sagen, was ihr wollt. Ihr könnt ihm sagen, er soll branchen. Ihr könnt ihm sagen, dass er gewisse Dateien committen soll. Und hier erschlägt sogar direkt schon eine Commit-Message vor. Ein README umfassend erweitert mit Projektbeschreibung, Installationsanleitung und Git-Workflow. Wunderbar, hört sich gut an. Und dann sehen wir die Konsolenbefehle. Also geht hier Change Directory, CD in meinen Ordner rein und dann setzt er den Konsolenbefehl git push und er pusht es in die Main Branch. Wir haben ihm auch nicht gesagt, dass er das in die Branch pushen soll, in die andere Branch, die wir erstellt haben. Und jetzt sagt er, alles ist synchronisiert. Und wenn wir jetzt wieder auf GitHub gehen und da aktualisieren, sehen wir unsere umfangreiche README. Ich hoffe, ich konnte euch näher bringen, wie einfach das ist, ein Repository einzubauen und einzuführen. Ein absolutes Muss, meiner Meinung nach, in der Softwareentwicklung. Und wenn ihr noch mehr Grundlagen der Softwareentwicklung lernen wollt, dann abonniert. Danke fürs Zuhören.